Willkommen bei deinem Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Achim, ich bin Calisthenics-Athlet und mein Ziel ist es, euch besser in den Sport zu machen. Im heutigen Video wird es mal um ein relativ umstrittenes Thema gehen und ich habe eigentlich auch noch gar keine Infos oder Videos zu diesem Thema im Internet gefunden. Und zwar wird es darum gehen, welche Einflüsse hat sozusagen Genetik oder vorherbestimmte Faktoren auf die Leistungsfähigkeit im Calisthenics und im Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oft hört man ja Leute meckern, ich bin zu groß, ich habe keine Fortschritte, ich bin zu groß für Calisthenics oder der ist ja so klein und deswegen kann er diese Übungen oder der ist so leicht und hat viel besser als ich und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich mache deswegen heute mal ein Video zu dem Thema und gehe mal so ein paar Parameter, die die ganze Leistungsfähigkeit beeinflussen können, mit euch durch, damit wir dann so sehen können, wie schlimm es sozusagen unter Anführungszeichen tatsächlich ist, das eine oder das andere Merkmal zu haben oder vielleicht nicht zu haben. Bevor ich mit dem Ganzen starte, möchte ich sagen, es gibt natürlich einige Merkmale, die eindeutig dazu führen können, dass man einen Vor- oder einen gewissen Nachteil hat. Wie ihr aber gleich sehen werdet, ist das Ganze so komplex, viel komplexer als einfach nur zu sagen, ich bin kleiner, ich bin größer oder sonst was, sondern es ist so komplex, dass es beinahe unmöglich ist, oder zumindest für mich ist es unmöglich und ich glaube nicht, dass irgendein Wissenschaftler das genau bestimmen könnte. Es ist nahezu unmöglich zu sagen, der hat es jetzt so und so viel schwerer als ich oder um den Faktor wie das schwerer aufgrund von dem und dem Merkmal. Weil das Ganze so komplex ist, werdet ihr wie gesagt eure eigenen Schlüsse ziehen müssen und ich glaube, dass auch die Psyche und die Motivation ein sehr, sehr ausschlaggebender Faktor bei der ganzen Sache sind. Ich sehe viele Leute, die sagen, ich kann das nicht, ich bin überhaupt nicht dafür gebaut oder sonst etwas und dann trainieren sie überhaupt gar nicht so hart oder gehen überhaupt gar nicht so ernst an die Sache heran und machen sich dadurch dann runter und haben dadurch dann viel, viel schlechtere Fortschritte. Also ich glaube, auch die Psyche darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen und ich glaube, es ist nicht gut zu sagen, ich habe da vielleicht einen kleinen Nachteil, deswegen probiere ich es gar nicht erst, sondern ich glaube, dass man es im Endeffekt probieren muss, um es wirklich wissen zu können. Wie auch immer, ich fange jetzt mal mit den Merkmalen, die ich mit euch besprechen will, an. Erstens, Körpergröße. Das Nummer 1 Argument, das man immer wieder zu hören bekommt, ist es, dass es kleinere Leute leichter haben und man kann ja zum Beispiel auch sehen, dass Turner meistens relativ klein sind. Es stimmt physikalisch gesehen tatsächlich, dass Kräfte bei einem längeren Hebel größer werden. Also wenn man größer ist, schwerere Belastungen herrschen. Dass Kraft mal Kraftarm ist gleich Last mal Lastarm gilt, ist ja nichts Neues. Ein Objekt, das doppelt so weit weg vom Drehpunkt wie ein anderes Objekt, das das gleiche Gewicht hat, wird die doppelte Last auf diesen Drehpunkt auswirken. Ein Objekt, das also auf doppelte Distanz zum Drehpunkt gehalten wird, ist dann auch doppelt so schwer zu halten. Das könnt ihr zum Beispiel mal ausprobieren, indem ihr eine Wasserflasche einmal auf euren Ellbogen und ein zweites Mal auf eure Hand legt und dann seht, wie schwer es ist, sie zu halten. Allerdings ist es deswegen trotzdem nicht automatisch doppelt so schwer, eine Übung zu machen, wenn man doppelt so groß ist. Man darf nicht vergessen, dass bei fast allen Übungen ja auch ein Gegenhebel vorhanden ist. Und wenn man theoretisch mit den gleichen Proportionen doppelt so groß wäre und eben auch verhältnismäßig schwerer wäre, würde dieser Effekt dadurch komplett ausgeglichen werden. Das gilt vor allem für alle horizontalen Übungen, wie zum Beispiel den Front Lever, den Back Lever und den Planche. Allerdings ist es auch bei vielen vertikalen Übungen so, weil da auch meistens ein Körperglied in die eine Richtung und ein anderes in die andere Richtung ausschweift. Wenn ich jetzt beim Front Lever argumentieren möchte, dass ich es schwerer habe, weil ich längere, schwerere Beine habe, die weiter vom Körperschwerpunkt weg sind, dann habe ich einen Denkfehler begangen, weil ich bei gleichen Proportionen ja auch längere Arme und einen längeren, schwereren Oberkörper hätte, der den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen würde. Was bei der ganzen Sache allerdings tatsächlich zustande kommt, sind größere Belastungen innerhalb des Systems. Die Gelenke und Strukturen müssen also größeren Belastungen standhalten. Die würden aber auch ausgeglichen werden, wenn die größere Person im Verhältnis zum zusätzlichen Körpergewicht und zur zusätzlichen Größe und zu den zusätzlichen Lasten, die dadurch auftreten, ebenfalls stärkere Knochen, Bänder und Strukturen hätte. Wenn man also nur größer ist und ansonsten aber alles im selben Verhältnis bleiben würde und mit zunehmender Körpergröße und zunehmendem Körpergewicht auch zunehmend stärkere Strukturen wären, die das alles auch sehen würden, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Anatomisch gesehen kann das durchaus vorkommen. Allerdings sind größere Personen im Verhältnis zu ihrer Größe meistens weniger stämmig oder weniger robust gebaut als kleinere Personen, vor allem wenn sie eine gewisse Körpergröße überschreiten. Das gilt natürlich nur für den Durchschnitt und jetzt nicht für jeden. Durch den sozusagen zarteren Körperbau können im Durchschnitt dann auch die Belastungen, die innerhalb des Systems dann eben größer sind, manchmal nicht komplett ausgeglichen werden und man kann davon ausgehen, dass auch solche Faktoren wie zum Beispiel die Sehnenstärke oder die Stärke der Gelenke, die man ja von außen nicht unbedingt sehen kann, bei größeren Personen eben im Verhältnis zur Körpergröße nicht unbedingt komplett proportional gleich groß sind. Wenn man sich zum Beispiel die Weltrekorde im Kniebeugen anschaut, dann kann man dort auch Ähnliches erkennen. Die niedrigeren Gewichtsklassen stemmen eigentlich immer mehr im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht als die höheren Gewichtsklassen. Was noch dazu kommt, ist, dass bei größeren Personen die Beine im Verhältnis zur Gesamtkörperlänge und im Verhältnis zum Oberkörper
meistens ein bisschen länger sind als bei kleineren Personen. Falls das der Fall ist, wirkt der Gegenhebel dann also nicht mehr komplett ausgleichend. Wer also größer ist, muss tatsächlich größere Belastung innerhalb des Systems bewältigen können, vor allem wenn es um horizontale Bewegungen geht. Manche können das, weil sie auch stärkere Bänder, Sehnen und so weiter haben, aber eben nicht alle. Umgekehrt kann es natürlich auch trotzdem kleinere Personen geben, die Pech haben und aufgrund solcher Faktoren vielleicht trotzdem benachteiligter sind als eine größere Person. Die Körpergröße muss also nicht komplett ausschlaggebend sein und es kann auch vorkommen, dass jemand, der größer ist, trotzdem besser für eine Übung geeignet ist als jemand, der kleiner ist. Im Durchschnitt ist aber vermutlich eben eher das Gegenteil der Fall, vor allem wenn es eben um horizontale Übungen geht. Wie wir nachher auch gleich sehen werden, spielen aber auch noch andere Faktoren eine sehr große Rolle. Bei vertikalen Übungen wie zum Beispiel bei Klimmzügen oder bei Dips spielt die Größe und der Hebel keine so große Rolle mehr, weil die meisten Bewegungen nicht so sehr in die Horizontale ausscheren. Trotzdem können hier andere Größen wie zum Beispiel die Armlänge zu einem Vorteil oder zu einem Nachteil führen, die hängen aber nicht unbedingt immer mit der Körpergröße zusammen. Zweitens, Proportionen. Wie wir gerade schon gesehen haben, spielen teilweise die Verhältnisse der Längen eine größere Rolle als die Gesamtkörpergröße an sich. Wer zum Beispiel längere Arme hat, muss sich beim Planche nicht so weit nach vorne lehnen und somit kann er seine Beine unter einem größeren Schulterwinkel vom Boden abheben als jemand mit kürzeren Armen, dessen Schultermuskeln einen schwereren, kleineren Winkel aufrechterhalten müssen. Das ist nur eines von unzählig vielen vereinfachten Beispielen, die aufzeigen, wie Proportionen die Schwierigkeit einer Übung beeinflussen können. Wie ihr aber sehen könnt, können Proportionen eine sehr große Rolle spielen und sogar mehr beeinflussen als die Körpergröße an sich. Sie hängen nicht unbedingt zwingend mit ihr zusammen. Drittens, Körpergewicht. Wer schwerer ist, muss im Calisthenics natürlich auch mehr Gewicht bewegen. Wie wir nachher aber sehen werden, kann es auch günstig sein, mehr Gewicht an gewissen Stellen zu haben, wenn es um gewisse Bewegungen geht. Außerdem kann mehr Gewicht natürlich auch zusätzliche Muskelmasse, die wiederum mehr Kraft generieren könnte, bedeuten. Wenn das zusätzliche Gewicht Fett ist, ist es aber natürlich nicht der Fall. Der Körperfettanteil ist aber relativ gut beeinflussbar und deswegen werde ich darauf jetzt auch nicht genauer eingehen. Es ist aber natürlich schon Fakt, dass es Leute gibt, die leichter Fett oder leichter Muskelmasse zu- oder abnehmen. Man muss bedenken, dass die Kraft, die von einem Muskel generiert werden kann, abhängig vom Muskelquerschnitt ist. Diese Fläche ist aber quadratisch zu berechnen und die notwendige Muskelmasse oder die notwendige damit einhergehende Gewichtszunahme, um den Muskelquerschnitt zu erhöhen, ist aber kubisch. Mehr Muskelmasse heißt also nicht unbedingt bessere Kraftverhältnisse, wenn man den eigenen Körper mitbewegen muss. Bei den meisten Personen gibt es da ein individuelles Optimum. Was beim Körpergewicht viel entscheidender sein kann als das Gesamtgewicht, ist die Verteilung dieses Gewichtes, die wir uns jetzt gleich ansehen werden. Viertens, Gewichtsverteilung. Die Gewichtsverteilung kann mit den längeren Proportionen, die wir vorher besprochen haben, zusammenhängen und auch sie kann ausschlaggebend für die Kraftverhältnisse sein. Wenn das Gewicht oder vor allem die Muskelmasse an der richtigen Stelle ist, muss sie nicht immer ein Nachteil sein, sondern kann auch ein Vorteil sein, weil sie vielleicht erstens mehr Kraft generieren kann und weil sie vielleicht zweitens die Hebelverhältnisse günstig beeinflussen kann. Wie vorher schon erklärt, ist es beim Planche zum Beispiel leichter, die Position zu halten, wenn der dafür nötige Schulterwinkel ein bisschen kleiner ist. Alles Gewicht, das also oberhalb des Schwerpunkts liegt, trägt dazu bei, dass der benötigte Winkel, um abzuheben, größer bleibt und somit auch leichter zu halten ist. Wer schon mal eine Standwaage probiert hat, weiß, wovon ich rede. Von der Kraft her ist das viel leichter als ein Planche. Genauso wie ein Double Front Lever bei angemessener Griffkraft viel leichter ist als ein normaler, weil der Winkel viel günstiger ist. Bei horizontalen Übungen kann es somit vorteilhaft sein, einen im Verhältnis zum Unterkörper schwereren Oberkörper zu haben. Jemand, der zum Beispiel 70 Kilogramm wiegt, muss es nicht schwerer haben als jemand, der 60 Kilo wiegt, denn die zusätzlichen 10 Kilo an der richtigen Stelle angelagert sind. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man schwerere Beine hat. Und damit kämpfen viele Leute, die auf das Training für den Unterkörper nicht verzichten wollen und somit auch mehr Masse an den Beinen zulegen. 5 Kilo Muskelmasse oder mehr sind schnell einmal an den Beinen zugelegt, wenn man über mehrere Jahre hinweg immer die Beine mittrainiert und wenn es ein anderer nicht macht. Der Schwerpunkt eures Beines liegt theoretisch ein bisschen überhalb eures Knies. Legt euch dort einmal 5 Kilo hin und versucht dann einen Frontlever zu halten, wenn ihr wissen wollt, um wie viel schwerer das zum Beispiel wäre. Masseverteilungen am Körper können also einen ordentlichen Unterschied machen und sind teilweise vorherbestimmt und teilweise aber auch durch den Trainingsstil beeinflusst. Fünftens, Muskelansatzstellen und sonstiges. Auch die Stelle, an der die Sehne eines Muskels am Knochen ansetzt, variiert von Person zu Person und kann nochmal alles auf den Kopf stellen. Wie wir wissen, ist ja Kraft mal Kraftarm, Last mal Lastarm. Wenn jetzt also die Ansatzstelle bei einer Person 1 cm und bei der anderen aber 2 cm vom Drehpunkt entfernt ist, dann würde das bedeuten, dass die zweite Person mit einem Muskel, der an sich genauso stark ist wie der ersten Person, doppelt so viel Kraft in eine bestimmte Richtung ausüben könnte. Grundsätzlich sind zwar die Ansatzstellen bei allen Personen relativ ähnlich, es kann aber trotzdem relativ entscheidende oder ausschlaggebende Unterschiede geben. Die können oft noch nicht einmal wirklich von außen wahrgenommen werden. Auch ganz viele andere Faktoren, wie zum Beispiel die Muskelfasertypverteilung, also ob man eher schnellere oder eher langsamere Muskelfasern hat,
die Kapillarisierung, also die Durchblutung oder einfach Vorgänge in der Muskelzelle selbst oder auch zum Beispiel die Psyche beim Training sind genetisch beeinflusst und können von uns teilweise auch gar nicht gut wahrgenommen oder eingeschätzt werden. Weil diese ganzen Faktoren jetzt aber so komplex zusammenspielen und weil das jetzt hier auch nur ein paar ganz vereinfachte Beispiele waren, in echt ist das Ganze ja noch viel, viel komplexer, ist es kaum möglich jetzt einfach so abzuschätzen oder zu behaupten, dass es für einen um so und so viel schwieriger oder um so und so viel leichter ist. Außerdem kann man ja zum Beispiel auch einen Nachteil bei der einen Sache einen Vorteil bei einer anderen Sache bedeuten. Wenn du jetzt also zum Beispiel denkst, dass du einen Nachteil im Vergleich zu deinem kleineren Trainingskollegen hast, dann denk daran, dass du vielleicht sogar bessere Muskelansatzstellen als er hat und dass das Ganze alles ausgleichen könnte, anstatt einfach nur negativ zu denken. Oft wird dann die ganze Sache viel zu negativ angegangen und die Leute lassen sich oft viel zu früh demotivieren. Der einzige Weg, wie du es wirklich rausfinden kannst, ist es zu probieren, und es gibt dann zwar natürlich Leute, die vielleicht bei der einen Sache langsamer oder andere Leute, die bei der einen Sache schneller Fortschritte machen, aber deswegen ist es auch nicht so sinnvoll, sich immer mit anderen zu vergleichen. Misst deinen Fortschritt also lieber abhängig von deinem Ausgangslevel, weil das ist wirklicher Fortschritt, und mach dich nicht davon abhängig, ob du jetzt zufrieden bist, nur weil du besser bist als ein anderer oder nicht. Außerdem sind Leute, die in einer gewissen Sache eher Fortschritte machen, meistens auch motivierter und bleiben somit mehr dran, und somit verstärkt sich der Effekt dann nochmal von selbst. Denk daran und versuch dann aber auch ohne dem weiterhin dran zu bleiben und denk weiterhin positiv und versuch auch verschiedene Lösungswege auszuprobieren, wenn vielleicht eine Sache mal nicht so gut funktioniert. Vergleich dein Training außerdem nicht nur mit anderen sehr guten Athleten. Die Methode, die sie angewendet haben, hat vielleicht für sie gut funktioniert, das muss aber nicht heißen, dass sie für dich auch sehr gut funktioniert. Grundsätzlich gibt es zwar schon einige Prinzipien, die bei allen gelten, so wie zum Beispiel, dass man für ein spezifisches Ziel auch spezifische Reize setzen sollte, aber es gibt manche Details, die funktionieren bei einem besser und beim anderen weniger gut, und es gibt nicht so etwas wie den einzigen richtigen Weg. Leute, die schwere Fortschritte machen, beschäftigen sich oft auch intensiver mit Lernmethoden und haben somit manchmal auch ein besseres Wissen als Leute, die sehr leicht Fortschritte machen, weil sie sich einfach mehr damit auseinandersetzen müssen. Nur weil jemand gut ist, heißt das also nicht, dass er unbedingt das beste Wissen vermitteln kann. Pass also auch auf, von wem du dir Tipps holst. Wie gesagt, nicht immer muss die Methode, von der jemand guter behauptet, dass sie auf jeden Fall funktioniert, auch bei dir gut funktionieren. Denk daran, dass das ganze Thema ein wenig komplexer ist, als wäre es nur größer und kleiner ist, und kein Biomechaniklabor der Welt kann es ersetzen, einfach mal auszuprobieren, was vielleicht so möglich ist. Und glaub mir, wenn du wirklich dran bleibst, ist es unmöglich, gar keine Resultate zu Gesicht zu bekommen. Trainiere also so hart und bleib so am Training dran, als würdest du die perfekte Genetik für alle Übungen, die du lernen willst, haben, dann wirst du auch die besten Fortschritte machen, selbst wenn du vielleicht nicht diese Genetik hast. Außerdem darf man nicht vergessen, dass es die eine Sache ist, vielleicht genetisch einen kleinen Nachteil zu haben, und eine andere Sache ist, überhaupt gar nicht gescheit zu trainieren. Manche Leute machen vielleicht sogar wirklich keine Fortschritte, wer weiß, ob daran nicht aber zu 90% die fehlende Motivation und nur zu 10% die Genetik schuld ist. Überprüft euch da also einfach selbst und schaut, dass euch das nicht zum Hindernis wird. Es kann auf jeden Fall wirklich jeder etwas in Calisthenics erreichen, wenn er nur dran bleibt und hart und intelligent genug trainiert. Verwendet das also nicht als Ausrede, wenn ihr glaubt, ein Körpermerkmal zu besitzen, das euch vielleicht ein bisschen am Fortschritt hindert, sondern seht es eher als Challenge und gebt trotzdem euer Bestes. Wie schon am Anfang gesagt, die Psyche spielt oft eine viel größere Rolle als die Körperkonstellation oder sonst etwas. Wenn du mehr zum Thema Calisthenics und Training mit dem eigenen Körpergewicht wissen möchtest, dann schau dich mal auf meinem Kanal um, dort findest du einige Tutorials und Infos, die vielleicht hilfreich für dich sein könnten. Wenn du Fragen oder Wünsche für andere Videothemen hast, dann kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, und ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Überblick über das ganze Thema geben können. Bis zum nächsten Mal.